Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute machen wir den Final Schliff oder den finalen Schliff auf unserem, wie heißt es, Avatar-Animation. Ähm, wir kreieren wir benutzen von Mixamo Charaktere, geben denen Bewegungen, das werde ich euch ganz kurz anschneiden. Ich packe euch auch ein Video mit einer besseren Beschreibung in die Videobeschreibung. Dann richten wir die Kamera noch ein bisschen nachträglich aus. Wir vergrößern das noch etwas und wir machen noch ein zweites Bild mit dazu, was jetzt nur ein Bild ist, so noch um das ja ein bisschen zu füllen. Und am Ende rendern wir und dann erstellen wir das Video und dann haben wir so ein 430 Frame langes Video. Das heißt ungefähr ähm, ja 12, 13, maximal 14 Sekunden. Und damit haben wir das dann am Ende. Okay, dann starten wir mal direkt rein. Als erstes bin ich hier quasi, ich ziehe es mal eben rüber, auf die Internetseite Mixamo gegangen. Da kann man es von Adobe. Eventuell wenn ihr da schon ein Konto habt, könnt ihr da einfach euch anmelden. Oder ansonsten müsst ihr, oder könnt ihr mit eurem Login rein und ansonsten müsst ihr euch da anmelden, ist aber kostenfrei und ihr könnt hier dementsprechend Charaktere, wenn man hier oben auf Charakters geht, herunterladen und man kann Animations runterladen. Und ich habe mir dementsprechend bei den Charaktere ausgesucht, die ich haben möchte und dann dementsprechend eine Bewegung gegeben und dann kann man dann, sagen wir mal, wir nehmen die mal und dann sieht man hier, kann man Verschiedenes einstellen, das habe ich aber immer auf den Standardeinstellungen gelassen. Und dann kann man hier Download und dann FBX ist das Format, damit man das in Blender reinmachen kann. Dann kann man hier With Skin oder Without Skin. Und wenn man auf einen Charakter mehrere Bewegungen hintereinander machen möchte, dann wäre es besser, den ersten mit Skin und danach auf Without Skin und die kann man dann dementsprechend mit weiterverwenden. Dann die Framerate für euer Projekt. Ich habe in diesem Fall, auch wenn ich das auf 23,98 Frames laufen lasse, wegen dem Avatar-Trailer im Hintergrund, habe ich das trotzdem auf 30 Frames stehen lassen und Keyframe Reduction habe ich auf Non gelassen. Ja, man könnte hier noch auf 60 oder 24, theoretisch hätte ich auch auf 24 machen können, aber ich hatte in dem Moment nicht dran gedacht, habe es auf 30 und es passt bei mir ziemlich gut. Dann könnt ihr auf Download drücken, wenn ihr das dementsprechend fertig habt. Und dann könnt ihr euch so ein paar Bewegungen runterladen und dementsprechend die Charaktere. So, dann schließe ich das mal wieder hier zurück in Blender. Wir gehen jetzt erstmal nach hier. Den Zylinder brauchen wir eigentlich nicht mehr, den nehme ich jetzt mal weg. Und genau, so. Und ich möchte jetzt quasi, dass der hier dann nachher durchgeht, bis ungefähr hier hinten, sich dann dreht und dann mit dem Kopf noch ein bisschen schüttelt oder sowas. Ähm, und deswegen, wie man schon gehört hat, brauche ich mehrere Bewegungen. Das heißt, der soll hier gehen, dann soll der vom Gehen ins Stehen kommen, dann soll er drehen und dann noch Kopfnicken. Und dementsprechend die Sachen habe ich runtergeladen und deswegen machen wir hier jetzt erstmal eine neue Kollektion. Die nenne ich jetzt Movement und pack dann da jetzt die Charaktere drunter. Das heißt, jetzt können wir nicht über die Tastatur, jetzt gehen wir auf File, Import, FBX und dann gehe ich auf meine
Miximo. Und hier kann ich dann jetzt gucken. Also ich bin angefangen mit Walking. Das heißt, ich ziehe die als erstes rein. So, und wenn ich jetzt auf 0 gehe, steht er und dann macht er eine Laufbewegung. Und diese Laufbewegung muss ich dann ein paar Mal hintereinander setzen und dann nachher dementsprechend weitermachen. Um jetzt die anderen Bewegungen noch reinzukriegen, mache ich das Ganze nochmal weiter. So, das heißt, Stop Walking ist der nächste. So, den machen wir jetzt mal eben G, X. So, dann nehmen wir den nächsten. Import, FBX. Right Turn ist rechts drehen. Okay. Den machen wir G, Z danach. Und dann machen wir noch ein Import FBX und dann den machen wir jetzt G. So, haben wir die nacheinander. Erst den, dann den, dann den, dann den. Okay. Dann speichern wir erst nochmal ab. Save. Und jetzt gehen wir hier in den Dope Sheet und dann hier in den Action Editor. Und dann nennen wir das Ganze hier um. Fangen wir mit der Armature an. Das ist Walk. Dann nehmen wir die. Das ist Walk to Stand. Das ist Right Rotation. Das ist Head. So, ich weiß, weil ich die eine Animation runtergeladen habe, dass wir ungefähr bei 450 Frames am Ende rauskommen. Also machen wir das schon mal auf 450 Frames, um das am Ende dementsprechend zu nutzen. Dann können wir hier auf nicht diverses, Nonlinear Animation. Und diese hier, die können wir jetzt wieder entfernen. Das heißt, der entfernen, der entfernen, der entfernen. Dann können wir hier nach unten gehen, dann haben wir hier unseren Walk. Wenn wir jetzt Tab drücken, kriegen wir das darüber wieder. Und wir können jetzt in den Graph-Editor gehen. Und dann haben wir hier unseren Walk. So. Dann können wir das Ganze
Ist ja alles markiert. Machen wir Shift D. X. So, und dann ist das direkt aneinander geploppt. So. Und dann nehmen wir hiervon, von der Linie, den, den, den und dann ziehen wir das mal hier auseinander. Jetzt hat er alle da. Also nochmal. Tschüpp. Den erstmal nach da. Oh, jetzt müssen wir hier nur den blauen wieder treffen. Glück gehabt. So. Ach, fuck, ey. So, und die nehmen wir alle. Und machen dann G. Ups. So, die sind jetzt hier ungefähr 1, 2, 3 Kästchen auseinander. 2, G, Ups. So, 3 auseinander. Dann haben wir das. Und dann geht das nämlich weiter hier nach oben. Und dann geht der jetzt weiter. Das heißt, wenn wir hier vorne anfangen, geht der schon mal doppelt so weit als vorher. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Ich weiß, das ist jetzt nicht so schön, da gibt es andere Möglichkeiten, um das schneller zu machen, aber da habe ich es nicht rausgefunden, wie man den dann wieder anhält. Stoppt quasi. Markieren wir alles. Dann machen wir Shift D, X und fertig. Damit haben wir das hier schon mal wieder doppelt. Dann nehmen wir hier den blauen wieder. So. Dann G. Ups. Ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Gut. Und dann können wir den mal gucken, was der jetzt macht. So, gehen wir mal auf 0. Ja, der geht doch schon mal sauber ein schönes Stück. Und dann muss jetzt das nächste dazu. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Editor
und gehen hier hin und sagen Add Action, Walk to Stand. Dann können wir hier gucken. Ups. Escape. Nehmen wir den zweiten. So, dass wir ungefähr ein Frame Überschneidung haben. 8, 9, ja. Und dieser hier kriegt dann ein Blend-In von einem Frame. So. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Das heißt, hier geht er und jetzt springt er wieder nach hinten, um dann weiterzugehen. Das müssen wir jetzt wieder anpassen. Wir gehen hier drauf, drücken Tab, gehen auf den Graph-Editor. So, das ist nämlich jetzt unser Teil hier. Und wir nehmen jetzt nur den mit L, ist jetzt hier einfach. Alle Linked, die auf der Linie sind, tun wir mit verbinden. Und jetzt machen wir das aber nochmal eben eine Sache. Wir gehen jetzt hier mit 3 in die Seitenansicht. Wir gucken, wann er quasi aufhört. Genau. So. Und jetzt machen wir mit T uns hier einen Strich. Und genau da müssen wir gleich mit dem hin. Das heißt, wir gehen einen Frame weiter, sagen G, Y, schieben das nur nach oben. So, dann sind wir da, da, da. Jetzt machen wir noch mal eine Sache. Typ, so, ziehen den doch einen Frame weiter, um dann mal zu gucken, wie es dann aussieht. Wieder Tab, dann Graph-Editor. Machen wir mal Blend-In von 2, wie das dann aussieht. Ja, das macht es etwas smoother. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier gucken, gehen nach hier vorne, er geht. Da ist ein kleiner Ruckler drin. Ja, viel sauberer geht es jetzt halt eben nicht, weil das nicht wirklich hundertprozentig leider zusammenpasst. Da hätte ich noch länger suchen müssen. Aber müssen wir mal gucken. Ja, lassen wir aber jetzt so. Und damit schauen wir mal weiter. Das heißt, wir gehen jetzt nach hier hinten, einen Frame vorher, den anklicken, Add Action und dann Right Rotation. Dann haben wir hier die Rechtsdrehung und dafür springt er jetzt auch wieder zurück.
Das heißt, so ist die Rechtsdrehung. Jetzt müssen wir das wieder folgendermaßen machen. Wir gehen jetzt wieder auf den. Ach, ich habe den Blend-In wieder vergessen. Machen wir erst wieder auf 1. Und dann springt er wieder zurück. Das heißt, hier machen wir jetzt wieder dasselbe. Wir gehen mit 3 in die Seitenansicht und markieren uns hier den. So. Und da müssen wir nachher hin. Gut, das heißt, wir gehen wieder auf den Graph-Editor. Moment. Genau, Tab vergessen. So. Graph-Editor. Da haben wir jetzt hier die blaue, die blaue Kurve. Da machen wir wieder L drücken, dann nimmt er alle mit. Und jetzt sagen wir, gehen wir erstmal einen weiter, sagen GY, Fu, jetzt fahren wir hier hoch ohne Ende. Gehen wir ein bisschen weiter, so. Machen wir nochmal GY. Ja, passt ungefähr. Das heißt, das kann wieder weg. So, scrollen wir ein bisschen raus, wie es jetzt aussieht. Genau, das passt. Und jetzt fehlt noch das letzte. Jetzt soll er noch Headbang machen. Und zwar gehen wir nach hier. Tab. Gehen dann hier auch wieder auf den vorletzten. Sagen wieder Add. Und dann Head. Und den machen wir dann auch so. Ja, ich weiß nicht warum, das hat er beim Test auch nicht gemacht. Ich hatte gedacht, dass er es jetzt hier macht. Vielleicht will der Charakter das einfach nicht machen. Der ist dagegen immun, der will nicht Ja sagen. Gehen wir trotzdem mal eben rüber. Das wäre die blaue Linie. Aber egal, lassen wir so. Weil das habe ich jetzt so viel ausprobiert, es will nicht. Und dann schauen wir mal. So, jetzt machen wir mal eben mit 7 in die Top View. Und ich möchte, dass er nachher hier so ungefähr zum Stehen kommt. Das heißt, wir nehmen ihn jetzt, stellen ihn jetzt mal da ungefähr hin. Damit ist er so mit halbem Bein. Könnte noch ein bisschen mehr sein, damit ich das nachher schön finde. So. Mit in der
Karte. Das heißt, wenn ich jetzt hier mache, sieht man schön, wie er hier rundherum den Schimmer hat. So, und weil ich ihn jetzt hier rübergestellt habe, ist er komplett. Das heißt, wir gehen mal eben nochmal auf 0. Und das heißt, er geht jetzt hier schön los. Hängt hier in unserer Wand, gibt da ein bisschen ja, Infos mit. Dann geht er weiter. Zieht hier auch jeweils ein bisschen im Boden. Und dreht sich dann. Könnte noch ein bisschen nach vorne, aber gucken wir gleich mal, wie das durch die Kamera aussieht, wenn ich die anderen Charaktere auch noch hingestellt habe. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder nach da. Nein. Z. Z, so. Das heißt, wir gehen mit 0 wieder aus der Kamera raus. Gehen mit 7 in Top View und fügen jetzt mal den nächsten Charakter ein. So, das wäre einmal Standing Argumentation. Das ist die Dame. Warte, hier, den können wir eigentlich Escape. So, wie man sieht, geht er noch gut weiter, aber das reicht mir dann. Die nehmen wir jetzt mal G. Stellen wir nach hier so hin. R. G. Dann machen wir noch den anderen Charakter. Das ist hier der Typ, der ja, so da rumsteht. Okay. Ja, der Chef von dieser Kompanie da. Keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. R. So. Das heißt, der könnte jetzt noch ein bisschen näher dran. G. G. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen, geht er hier durch, sie argumentiert, er guckt ein bisschen, er dreht sich, er guckt auf die Uhr. Und hier würde ich sagen, eher noch ein bisschen später, dass das, wo er sich umdreht, er quasi genau auf die Uhr guckt. Das heißt, da wo er hier auf die Uhr guckt, soll er sich drehen. Das heißt, ich gehe nochmal eben auf den Editor.
und nehme mir die alle. So. Das heißt, wenn wir jetzt durchlaufen lassen, startet er hinten etwas später. Sie ist schon am Argumentieren. Er nickt. Er kommt. Er guckt auf die Uhr. Er dreht sich. Und dann sollte er eigentlich mit dem Kopf so nicken. Ja, leck mich doch am Popo. Und dann ist alles gut. Und dann wollte ich hier so ungefähr, wenn er mit seiner Bewegung zu Ende ist, soll das enden. Das heißt, gucken wir nochmal, das sind dann ungefähr 430. So, da. Dann haben wir hier eine gute Animation. Sie argumentiert. Er guckt nur zu, guckt genervt auf die Uhr. Er dreht sich und fertig. Sie regt sich nochmal auf und fertig. So. So sieht das dann ungefähr im End aus. Ich denke, ich könnte das Bild hier hinten noch ein bisschen größer machen. Ah, ich habe die Frames begrenzt. Warte mal. Einmal muss ich die Frames von dem Bild anpassen. Shader Editor. Fupp, fupp, fupp. Lassen wir das mal dann bis 420 laufen. So, dann haben wir hier noch die schön mit drin. Und dann machen wir das Bild noch ein bisschen größer. So, wenn er dann nämlich dann durchkommt, ist das etwas schöner. Das passt alles, sieht gut aus. Genau, die stehen da drin. Und das hier soll sich natürlich auch noch lange genug, weil der bleibt jetzt nämlich beim Frame Timeline. So bleibt er nämlich dabei 60 stehen, 250, 500 wäre das Doppelte. Also machen wir den mal weg. Entfernen, gehen nach hier hinten und sagen dann hier mal 100 Keyframe. Dann tun sich die nämlich auch über die ganze Zeit weiter bewegen. Dadurch haben wir das auch angepasst. Genau. So, dann passt das eigentlich alles. Damit hätten wir eine Animation fertig. Ich gehe nochmal auf die Kamera. Das, was mich jetzt noch ein klein bisschen aufregt. Na. Ah. Kamera. So, was ich ein bisschen schade finde, dass die hier jetzt so ein bisschen shiny sind. Das weiß ich aber nicht, wie ich das gerade machen kann, dass das ein bisschen abgeändert wird. Ich mache mal jetzt F12 und möchte einmal ein komplettes Bild sehen. Damit hätten wir ein Bild.
aber hier hinten gerade nicht. Und die sind halt eben so ein bisschen shiny. Keine Ahnung, wie ich das jetzt verbessern kann. Gerne gebt mir Infos in den Kommentaren, wie ich das noch ein bisschen verbessern kann. So auf dem Bild sieht man es jetzt leider nicht ganz so schön, die Umrisse. Ja, da so ein bisschen um die Kleidung. Aber ja, ich denke, das möchte ich trotzdem erstmal so lassen. Da sieht man es ein bisschen, so diesen grünen Schimmer rundherum. Könnte ein klein bisschen mehr sein. Ja, ich könnte noch hier so ein noch ein Bild hinmachen. Und dann würde ich sagen, ist das gut, ne? So, ja, beim letzten Frame ist klar, dass da nichts mehr ist. So, dann mache ich hier noch ein Bild hin. Das heißt, ich kopiere mir das. Allerdings in schmaler Funktion. Machen wir mal 7. Den Shift die. So. Gehen wir mal nach da. Dann R90 minus minus. Ne, war doch richtig. 90. So. Da möchte ich, ja, den Rand, alles lasse ich jetzt mal so. Da möchte ich aber jetzt, dass das Ding nur 0,5 ist. GZ. So ungefähr auf Kopfhöhe. Machen wir mal eben 3. G. So, auf die Höhe dahin. Und dann soll der ein anderes Bild bekommen. Da muss ich jetzt mal eben gucken. Moment. Okay, und dann nehmen wir hier mal das Bild, das oder das. Das finde ich natürlich. Hat schon irgendwas. Dann gucken wir mal eben 0, wie das in der... Ach, shit. strgz. Dann müssen wir hier eine Kopie machen. Und in der Kopie machen wir jetzt das. So, da haben wir sie jetzt. Das wird ein Stillstandbild. Hier können wir, finde ich, von Gamma wieder etwas runtergehen, dass es etwas dunkler ist. Passt besser. Frame will ich da drum lassen, das auch. Transparent auch, aber das hier kann weg. Ups. So. Entfernen. Wir gehen da nicht durch. Also passt das. So, ganz einfach. Dann haben wir hier ein Video, hier ein Stillstandbild, ungefähr auf Kopfhöhe. Und dann hier die
Person. Gut, damit bin ich zufrieden. Und das werde ich jetzt rendern und dann werdet ihr das nachher, bei mir wird es jetzt ein bisschen dauern, aber ihr werdet es dann gleich dementsprechend schön sehen. Gut, dann speichern wir jetzt erst nochmal, Save, und dann rendern wir. Wir sind jetzt fertig mit dem Rendern und das heißt, wir können jetzt das Fenster hier im Grunde schließen und wir gehen dann in die Videobearbeitung, das heißt Video Editing. Speichern wollen wir jetzt nicht, nein. Dann stellen wir unsere Qualität auf 4K. Wir gehen auf unsere Framerate für das Video und wir haben 430 Frames. Einen Speicherordner legen wir auch fest. Das wird hier unser Video 1, wo ich jetzt die ganzen Bilder drin gespeichert habe, capped. Dann möchte ich wieder den Timecode sehen und wir klicken Shift A und sagen Import Image Sequence. Wir importieren jetzt die Bilder, sagen Import und dann haben wir hier so unsere 430 Frames, unsere 430 Bilder. Und jetzt möchte ich hier, wir gucken jetzt erstmal, wie es aussieht. Man sieht hier ein bisschen die Transparent. Wenn das Bild kommt, ist es nicht mehr so sichtbar, aber er geht da durch. Sieht ein bisschen hakelig aus, wo die Übergänge sind, aber gut, das ist jetzt so. Okay, das lasse ich so. Finde ich okay. Jetzt möchte ich einen Sound noch hinterlegen, den habe ich mir runtergeladen. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und dann nehme ich hier einfach den Audio und der hört sich so an. Ich finde den aber jetzt ein bisschen zu laut. So, der soll ja im Hintergrund laufen. Sagen wir 1,15 mit der Lautstärke. Ja, das ist jetzt schön im Hintergrund. Das gefällt mir besser. Dann möchte ich, sagen wir mal, 1 Sekunde 30 Frames ein Fade-In haben. Das heißt, bei 30 Frames mache ich einen Keyframe bei 0,15 und beim ersten Frame mache ich hier 0 rein und setze auch einen Keyframe. Und dasselbe machen wir ein Fade-Out, habe ich mir überlegt, ein Keyframe und dann hier ein Keyframe bei 0. So. Ja, wird langsam lauter am Anfang. Und fährt aus. Was geil ist, dass das mit der Länge genau passt, dass das hier auch wieder schwarz wird, das Bild. Finde ich geil getroffen, Zufall, aber einfach cool. Auch das Bild im Hintergrund, finde ich, gefällt mir sehr. Das Einzige ist, dass die beiden etwas, wie soll ich das nennen, shiny wirken. Aber das muss ich mal noch rausfinden, wie ich das verbessern kann. Jetzt möchte ich noch etwas machen und zwar, gucken wir mal. So, da geht ein Schritt auf den Boden. Aber können wir gleich gucken. Ich möchte dann hier noch gerne Walking.
Der hier gefiel mir am besten. Das heißt, ich ziehe den mal ungefähr nach da. Machen wir noch einen mehr. So. So. Oder war das der davor? Der. Ne? Hm. Ja, der gefällt mir am besten. Lassen wir das da. Qual der Wahl, ne? Nehmen wir den. Egal jetzt. So, fertig. So. Ja. Und dann gucken wir mal, wann er einen Fuß aufsetzt. So. Dann kopieren wir den mal. So. So. Ah. So. Okay. Dann geht's noch einmal weiter. Da. Und der zweite machen wir da. Gut, dann müssen wir von hier nochmal eben zurück. So. 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 Gucken wir mal, wie viel dazwischen sind. 87, 77, 10. So.
69, dann 59. Machen wir den ersten. So. Ja, das gefällt mir. Das Drehen, da hebt er die Füße nicht so hoch. Das möchte ich mal leiser auf 0,7. 0,7. Die beiden letzten Schritte mache ich mal auf 0,9, weil er da ja obwohl anhaltend, man fällt in den Schritt, könnte ich so laut lassen. Die letzten zwei Schritte auch. Den machen wir dann mal auf 0,9. 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3 und 0,2. So haben wir ein schönes Lauterwerden der Schritte und ich hoffe mal, dass das passt. Ja, ich würde sagen, das hört sich gut an. Dann machen wir daraus jetzt ein Video. Wir rendern das. Gut. File. Save as. Video. Save. Speicherordner ist vorhanden. Render-Animation. Das war's jetzt mit dem Rendern. Damit sind wir fertig. Ich speichere noch einmal. Save. Und damit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich zeige euch gleich oder im Anschluss könnt ihr noch eben das abgeschlossene Video sehen. Und lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao.